Hallo Modellbahnfreunde, willkommen in Blankenheim, diesmal wieder auf der Heimanlage und diesmal mit Advents-Sonderfahrten, und die Advents-Sonderfahrten wird als Hauptakteur die BR 651083 durchführen, die hier durchs Bild rollt mit ihren 4 Reco-Wagen. Ich habe mir für dieses Video überlegt, ein wenig Dampfbahnromantik nach Blankenheim zu bringen. Die BA 65 ist leider im Moment nach wie vor die einzige Dampflok, die reibungslos bei mir läuft. Die 18201 hat ein kleines Radienproblem. Da muss ich in dem hinteren Tunnelteil, wo die BA 65 gerade hinrollt, nochmal etwas nachbessern im Tunnel. Und meine BA 95 von Arnold, ja, wollen wir nicht drüber reden, die verliert immer wieder einen Stift an ihrem Fahrwerk. Ja, eigentlich müsste ich sie mal einschicken, aber ich habe da wenig Hoffnung, dass das irgendwie großartig besser wird. Deswegen heute die BA 65 als Hauptakteur. Als zweites werde ich die Alma einsetzen, den Doppeldecker-Triebwagen BR 670 nennt sich das gute Stück und ist eines meiner Lieblingstriebwagen von Kress, die ich euch heute zeigen werde. Alles Fahrzeuge, die ihr schon kennt, außer die Reco-Wagen, die 65er da hier hinten dran hängen hat, die kennt ihr so nicht, und das ist auch nicht mein Rollmaterial. Ein Gruß geht raus an den lieben Sebastian, denn der stellt das unweigerlich zur Verfügung. Der hat 2 Sets bei mir zu liegen und ich dachte mir, Mensch, das kommt doch ganz gut. Du hast keine eigenen Reco-Wagen und die 65er sieht so ganz gut aus in der Zugkombination, und so habe ich sie mal aus der Schachtel geholt und werde sie dann auch fein wieder zurück verpacken. Ja, wie ihr im Hintergrund hier erkennen könnt, hat sich auf der Blankenheimer Kehre etwas getan. Mich hat etwas die Muse geküsst. Ich habe ja länger davon geredet, dort den Wald und die ganze Infrastruktur etwas abzuändern mit Wegen und so weiter. Und ja, in letzter Zeit habe ich mich da etwas ausgetobt. Leider ist das Denkmal, was ich da oben auf die Bergkuppe setzen wollte, nicht mehr verfügbar von der Firma Löwe. Das hat mich sehr geärgert. Da hat mich vor kurzem mein Modellbahnhändler des Vertrauens Arriva angeschrieben und mir gesagt, dass das abbestellt worden ist. Wie ihr jetzt hier in der Mitte seht, da oben auf der obersten Kuppe in Blankenheim wollte ich eigentlich das Denkmal setzen. Es gab da so ein Riesendenkmal, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, was das für ein Denkmal war. Es sah ein bisschen, ich sage jetzt salopp, ein kleines Völkerschlachtdenkmal, so sah es etwas aus. Ja, jetzt weiß ich nicht ganz, wie ich da weitermachen soll. Der Weg wird auf alle Fälle noch rumgezogen und dann oben entsteht ein Plateau und ich werde das mit Natur verfeinern. Ich wollte eben eigentlich nicht die typischen Auhagen-Gebäude, auch wenn sie mir denn gefallen, dort installieren, aber die siehst du irgendwie auf jeder TT-Anlage und das wollte ich nur ausgerechnet nicht. Und jetzt im Moment bin ich ehrlicherweise etwas ratlos, was ich da oben nun installieren soll. Also wenn ihr die eine oder andere Idee habt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Irgendwas Kreatives. Ich weiß, es gibt die Aussichtstürme und all solche Sachen, aber das sind für mich alles Sachen, das habe ich x-fach auf anderen schönen TT-Anlagen gesehen, und ich wollte da nur gerne ein Modell verwenden, was nicht jeder auf der Anlage hat, was aber auch nicht kompletter Eigenbau ist, weil ich ehrlicherweise nicht ganz so viel Zeit habe, mich darum zu kümmern. Wer weiß, vielleicht küsst mich dann doch nochmal irgendwie die Muse und ich installiere da oben nochmal irgendwie komplett in Eigenbau, aber im Moment muss ich sagen, ich hätte irgendwie gerne einen speziellen Bausatz, den es selten gibt, und den würde ich irgendwie gern da oben installieren. Denkmal, Aussichtsturm, aber auch eine Schloss oder eine Burg, die es so selten gibt. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass ich mich da eigentlich ganz gut auskenne, deswegen ist da in letzter Zeit meine Recherchearbeit etwas ins Leere gelaufen. Wie ihr seht, sind wir in den Nahaufnahmemodus gegangen und haben die Position der Kamera etwas verändert. Ihr habt euch das ja beim letzten Video zu Großvaters / Opas Anlage
gewünscht gehabt, bei der Anlage auch mal Nahaufnahmen zu sehen. Dem werde ich natürlich auch nochmal nachkommen. Da wird es wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres mal wieder ein Video geben, wo ich auch gerne Nahaufnahmen machen werde. Blankenheim sind das sicherlich keine ungewöhnlichen Aufnahmen. Wer meine Videos schon länger verfolgt, kennt natürlich diesen Winkel, aber den haben wir lange nicht mehr verwendet. Daher dachte ich mir, ist es ganz nett, hier einen neuen Winkel mal wieder oder einen älteren Winkel, den wir lange nicht verwendet haben, mal wieder zu verwenden und direkt vom Bahnhof Blankenheim aus etwas das Verkehrsgeschehen zu beobachten. Und neben den Sonderfahrten ist auch der normale Güterverkehr in Blankenheim unterwegs, ein ständiger Abtransport von Holz. In Blankenheim wisst ihr ja, oben sieht es noch relativ kahl aus, wir haben viel Borkenkäfer, also gibt es auch viele Holzzüge. Hier mit der Diesel-Vectron der DB, ich weiß gar nicht, ob diese DB Cargo Vectron noch im Original so beklebt ist, ich glaube sie wurde beklebt. Aber ich finde, sie gibt mit den Holztransportwagen ein ganz gutes Bild ab. Ja, nun kommt die Alma. Für mich nach wie vor ein wunderschönes Modell und super toll, dass es in TT sowas gibt. Ich warte hier noch eifrig auf die ganzen Varianten, die im Brandenburger Umland gelaufen sind. Da gibt es ja einige schöne Farbvarianten oder die, glaube ich, im Raum Dessau gelaufen ist. Leider ist zuletzt immer nur sind immer nur die DB-Farbvarianten gekommen, die sind auch schön. Mich würden allerdings die ganzen anderen Farbvarianten der Prignitzer Eisenbahn oder der Hanseatischen Eisenbahn oder der Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft interessieren. Und vielleicht kommt da ja noch was. Ja, wie ihr seht, ist an der Straße Richtung Ortschaft Blankenheim noch nicht ganz so viel passiert, weil ich mich dazu entschieden habe, jetzt auch scharf gestellt, die Stützwand, die mit vielen Ausbesserungen daherkommt, auszutauschen und diese Zunge, wo die Alma jetzt kurz davor steht, diese Felszunge, die da bis vorne zum Signal- oder Bahnsteig rausragt, etwas abzutragen und dort noch einen Busbahnhof hinzusetzen, und zwar mit dem Erweiterungsset von Auhagen, was es da gibt. Also ich werde dort nur einen Bussteig installieren, wo die Busse anfahren können, um dass die Fahrgäste vom Bahnhof in die Ortschaft hoch gelangen. Das Set, den Busbahnhof, das Erweiterungsset, was ich mir dazu zugelegt habe, weil für mehr habe ich einfach auch keinen Platz. Das ist schon bei mir, das heißt, ich muss einfach die Arbeit jetzt mal ausführen. Aber momentan bin ich eigentlich oben dran, die IKRA-Brücke so zu installieren, dass da oben was Schönes rauskommt und man die Insel, die oben entstanden hat mit der Bergspitze von Blankenheim, auch mit Fahrzeugen befahren zu können, mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen, und dass natürlich auch Wanderer und Besucher auf den höchsten Punkt in Blankenheim nun gelangen können, denn vorher war das eigentlich per Fahrzeug oder zu Fuß nicht erreichbar, da es eigentlich nirgendwo einen Übergang gab und im Grunde das, ja, ich sage jetzt mal, naturbelassen war. Könnte man weiterhin so machen, aber der Mensch nimmt ja überall Eingriff und überall gibt es Waldwege, und deswegen wollte ich das auch ganz gern darstellen, und ich wollte natürlich, wie vorher auch schon mal erwähnt, eigentlich dort oben ein Denkmal hinsetzen. Mal sehen, was es denn nun final wird. Ja, die IKRA-Brücke, die ihr jetzt seht, die Überquerung, die gefällt mir wirklich gut. Was mich gewundert hat, wenn du sie bestellst, ist die Farbe grau. Das, was man bekommt, ist braun, wie ihr deutlich seht. Das hat mich etwas verwundert, da auch schon koloriert, glaube ich, da stand auf der Verpackung. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich weiß im Moment nicht ganz, wie damit umzugehen, ob ich das farblich anpassen soll oder nicht, weil ich wollte es eigentlich gern in grau haben. Das Braun ist auch ganz okay, jedoch, wie ihr seht, dieser weiße Kranz von Steinen, das sieht einfach völlig unrealistisch aus. Und ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich das nachkolorieren soll. Muss ich ehrlich sagen, hat mich etwas gestört, weil auf den Bildern von der Verpackung und so weiter
es ist überall grau dargestellt und geliefert wird es dann braun. Und habe dann auch nachgefragt, ist tatsächlich immer so, finde ich völligen Schwachsinn, dann bilde es doch bitte auch so ab, wie es der Kunde dann auch bekommt und nicht in anderen Farben, weil sonst finde ich, weckt man einfach falsche Erwartungshaltung. Ja, nun werde ich das Beste draus machen, aber viele Felsen oder Stützmauern sind bei mir natürlich auch grau, deswegen ja, fand ich das etwas doof, einfach vom Gestein her, von der Logik her, aber gut, dem einen oder anderen, der wird mir wahrscheinlich sagen, reg dich darüber nicht so auf. Ich reg mich nicht so auf, ich finde das Braun eigentlich ganz gut, finde aber die Zusammensetzung mit diesem weißen, nicht passenden Kranz mit dem und dadurch wirkt sie für mich nicht ganz so stimmig, wie sie auf der Verpackung und den Bildern, wo ich sie gekauft habe, gezeigt wird in Grau, denn da hat es einfach unterschiedliche Grautöne. Nun lasse ich euch mit den letzten Bildern noch etwas alleine, bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden uns vor Weihnachten garantiert nochmal sehen und hören. Ich werde auf alle Fälle auch nochmal 1 oder 2 Videos veröffentlichen und in dieser Zeit auch fleißig weiter basteln. Wem gefällt, was er hier sieht, wäre ich dankbar, wenn er meinen Kanal abonniert, und ich würde mich über Kommentare, Hinweise, Ideen und Tipps für die Burg, den Aussichtsturm, das Denkmal, für die Höhe in Blankenheim bedanken, wenn ihr da Ideen habt für spannende, seltene Bausätze, die da oben hin passen könnten. Immer gerne fleißig in die Kommentare tippen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!